Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Wir schauen, was die neue Woche fürs Kollektiv an Themen mitbringt. Ich hoffe auf gute Karten, wir können sie alle brauchen. Was mir aufgefallen ist, was ich heute kurz sagen möchte, ist, die Kommentare hier, die werden irgendwie, also ich habe die auf 3 Wegen. Einmal kriege ich sie in meiner YouTube-App angezeigt, andererseits auf dem PC. Ich arbeite mit beiden. Und manchmal auch in dieser Leiste, wo man selber bei YouTube die Benachrichtigungen kriegt. Und ich bemerke immer wieder, wenn ich dann am PC bin, dass viele da gar nicht durchgegangen sind. Also ich bemühe mich, alle Kommentare zu beachten, zu lesen und auch zu löschen, wenn sie mir nicht gefallen. Und manchmal gehen mir aber auch welche durch. Das ist in der letzten Zeit öfters mal passiert. Also seht es mir nach, das mache ich nicht mutwillig, dass ich nicht antworte oder euch übersehe, sondern das ist einfach eine technische Sache. So, jetzt schauen wir, was bringt die neue Woche mit. Ihr dürft anschließend noch dranbleiben für eine kleine Botschaft und ich bin gespannt. Hier liegt eigentlich ein Pendant. Ne? Zunächst haben wir hier eine schicksalshaft gelernte Lektion, ein schicksalshaftes Geschenk, plötzliche Klarheit, ein Neubeginn, der sich unter einen guten Stern stellt, ein Konflikt, der sich löst, eine Energie, die eine Verstrickung rausnimmt. Und es kann jetzt sein, dass das eine Energie ist, die, ich sage mal, sich in der letzten Zeit oder in den letzten Monaten als hinderlich gezeigt hat, als verstrickt, als Lektion, wo wir nicht so richtig den Durchblick hatten. Und hier ist so dieses, aha, klasse, das Hindernis wird hier beendet. Es kann sein, dass wir Impulsgeber haben. Hier ist es verbunden vielleicht auch mit einer Nachricht von einer Person, die wir noch nicht kennen, oder das Häuten an sich auch in einer bestimmten Situation, die mit Kommunikation zu tun hat. Man kann hier eine ganz neue Erfahrung machen. Das kann auch die Erfahrung sein, dass man sagt, dass du sagst, prallt an mir ab. Wir haben eine Energie, die Stress rausnimmt, die uns irgendwo Minimalisierung mitbringt. Und es ist eine Woche, wo wir aufgefordert sind, unseren Gefühlen mehr zu trauen. Ja? Man sieht hier auch so einen Zwiespalt. Ne? Man war im Zwiespalt, man war weder Fisch noch Fleisch, und eigentlich hat es einem die Intuition schon aufgezeigt, aber man wollte es vielleicht nicht hören. Hier ist im Haus der Sterne noch das Geschenk drin und es spiegelt hier mit dem schicksalhaften Geschenk. Das Schicksal ist immer etwas, was von außen kommt, was wir nicht kontrollieren, etwas, was in unserem Lebensplan steht, etwas, was unsere Aufgaben und Herausforderungen sind. Und hier stellt das Schicksal etwas gewaltig unter einen anderen Stern, tatsächlich. Es kann jetzt für viele mit dem Arbeitsbereich zu tun haben oder mit den Dingen, mit denen sie arbeiten, an denen sie arbeiten, wo man seine Erfahrungen macht, oder aber tatsächlich hier noch ein bisschen genauer mit dem Thema Berufung. Hier sind neue Wege zu sehen. Hier ist eine plötzliche Erkenntnis
Und diese Wege, die hier entstehen, die bringen auf längere Zeit eine gute Energie mit, längere Verbundenheiten, langfristige Dinge. Der eine oder andere hat vielleicht ja auch ein Beziehungsthema, bei dem er Stellung bezieht oder eine Entscheidung trifft. Oder es ist eine bewusste Entscheidung, etwas anzunehmen oder nicht. Das ist hier sehr spannend. Ne? Wir haben eine Doppeldeutung. Hier sind erstens die Veränderungen, die von außen kommen, die eine schwierige Situation auch aus dem Umfeld mitklären. Zweitens haben wir hier im Haus des Sarges den Berg drin und den Sarg im Haus des Berges. Also Hindernisse, die verschwinden, die sich klären, die eine Veränderung erlauben, einen neuen Weg zu gehen. Und ich sehe, dass dieser Weg die Energie mitbringt, dass wir etwas weglassen. Dass wir uns bewusst dafür entscheiden, so etwas nicht mehr weiterzumachen. Es kann jetzt hier auch sein, dass es um Freundschaften geht, die sich verändern, dass Arbeitskollegen irgendwie den Arbeitsplatz wechseln, dass wir hier neue Chancen kriegen, dass die Selbstständigen hier mehr Aufträge haben oder Verbindlichkeiten oder etwas gänzlich neu generieren. Und diese Veränderung ist auch da, um etwas, was sehr viel Mangel gebracht hat, in der Vergangenheit zu lassen, wo sich der Einsatz irgendwie nicht gelohnt hat. Wie gesagt, ich gebe nochmal den Hinweis, es geht darum, seiner Intuition zu trauen. Sich bewusst aus dem Mangel rauszudrehen und zu sagen, hier mache ich einen Schnitt, weil die Möglichkeit ist jetzt da und ich entscheide mich bewusst für oder gegen etwas. Ne? Jetzt liegt hier auch noch im Haus der Ringe das Kleeblatt drin. Es sind mehrere Bereiche, mehrere Chancen, mehrere Möglichkeiten. Ein bisschen Glück auch im Beziehungsleben. Aber ich habe hier auch sehr verstärkt die Arbeit mit dran. Jetzt kommen wir. Wir gucken auch direkt da drauf. Ne? Möglicherweise gibt es hier viele Dinge, die uns beschäftigen. Ich glaube, für viele ist es eine ganz andere Lebensenergie, ein neues Kapitel im Leben, ein Wissen, das zur Verfügung steht, wo wir auch genau wissen, ich entscheide mich für diesen und jenen Weg und ich mache es bewusst, das gehört zu meinem Lernfeld dazu. Ne? Also hier fliegt uns verbindlich das Glück vor die Füße, das auch Hindernisse beendet und das uns wieder in Bewegung bringt oder das uns was greifen lässt. Vertrauen haben in die eigene Situation. Was ich hier habe, das ist sehr speziell. Es kann um emotionalen Mangel gehen, aus dem man rausgeht, bewusst. Ne? Man hat hier die Energie dieses von ich nehme was raus, ich entschleunige etwas, ich begrenze hier etwas, was vielleicht auch über meine Grenzen geht und ziehe daraus die Kraft und die Stärke. Und man hat hier so vielleicht einen Blues gehabt. Da fehlte für irgendetwas die Leidenschaft. Aber man sieht hier wirklich gute Energien, auch in der Liebe oder in Beziehungsthemen, ganz andere Wege zu gehen. Im weitesten Sinne kann es sein, dass wir, wie nenne ich es, eine alte Haut komplett abstreifen, weil es glückliche Umstände gibt. Und das ist sehr reinigend und auf jeden Fall auch das Beziehungssystem, das wir alle so haben, auf einen neuen Weg zu bringen. Hier liegt
ein Gegenüber im Hause des Herzens drin. In der Spiegelung haben wir das Kreuz. Hier hat sich vielleicht auch Beziehungsarbeit irgendwie gelohnt oder man hat sich gemeinsam etwas erarbeitet, was nun Früchte trägt. Das ist sehr schön. Und man sieht einfach auch, dass man der Vergangenheit, den Hindernissen der Vergangenheit oder den Anhaftungen auch der Vergangenheit, dass man da eine Wunde schließen kann. Im Hause des Gegenübers liegt der Erfolg drin oder auch die Möglichkeit, sich eine neue Tür zu öffnen. Elternthemen sind hier sehr präsent auch wieder, was mich nicht wundert, denn hier geht es auch um familiäre Einschnitte, die man wieder irgendwie zusammenfügt. Schicksalshafte Nachrichten. Es kann jetzt hier mit den Finanzen zu tun haben, mit dem familiären Bereich, für einige vielleicht auch mit den Ämtern der Vitalität, Krankenkassen, Rententräger. Für wiederum andere ist es so, dass die Nachrichten tatsächlich gut sind, einen Erfolg mitbringen, möglicherweise auch auf der Selbstständigkeit wieder eine Zeit auslösen, bei der langfristig gute, genesende Energie und Aufträge und Erfolge auch sind. Möglicherweise ist es auch eine Zeit, wo man mit den Ämtern oder Behörden etwas klärt, finanziell. Oder wo Zusagen kommen, gute Nachrichten bei Bescheiden, auf die man wartet oder so auf jeden Fall. Und wir haben hier für viele die Veränderungen am beruflichen Bereich, die sie mit der Vitalität anpassen oder aus Gründen der Vitalität. Das ist keine schlechte Energie, denn sie bringt anderen Wachstum mit und sie bringt mehr Ruhe irgendwie rein. Also es ist auf jeden Fall die Verkürzung eines Weges. Die Geldkarte, die liegt hier im Haus der Sonne drin. Für einige sieht man hier den Ausgleich von Verlusten aus der Vergangenheit. Man sieht, dass es uns mit betrifft. Man sieht es vielleicht auch irgendwo aus dem Bereich Papier, Dokument oder auch da, wo wir es jetzt noch nicht vermuten. Die einzige Warnung, die ich habe, ist wirklich ein bisschen so Trauschau weh, also auch achtsam sein wieder bei allem, was man kommuniziert. Auf seine eigene Intuition achten, die eigenen Gefühle wahren. Im Vertrauen bleiben, das haben wir ja wie immer, seine eigene Größe leben. Ich habe hier für einen oder anderen auch so Ratgeber, die hier gute Nachrichten mitbringen. Können ja auch Berater sein, Cheffiguren, sowas alles. Und ja, hier möchte irgendwie was angepackt werden, was lange stagniert hat und das fällt uns hier direkt vor die Füße. Und es ist wichtig, mit seiner Energie sorgsam umzugehen. Ne? Also hier, wenn ich schon eine entschleunigende Woche habe, dann nicht zu sagen, okay, jetzt bin ich hier in diesem Bereich entschleunigt, dafür mache ich das und das und das, das mache ich immer, das ist richtig doof. Und deshalb auch kontraproduktiv. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Es kann viel um die Verträge im häuslichen Bereich gehen oder auch um Angebote, neue Wohnungen. Finanzielles Unabhängigsein ist hier auch ein Thema. Wir haben hier das Gürteltier. Hier ist man noch so sehr irgendwie damit beschäftigt, Schutz um sich umzubauen.
Das könnte hier tatsächlich auch die Aufgabe sein, die gelernte Lektion. Ne? Wo ist man noch nicht geöffnet? Wo hält man noch an etwas fest? Wo muss man etwas wegnagen, um klarer zu sehen? Das macht jetzt hier durchaus auch Sinn, weil ich hier immer die eigenen Emotionen, die Intuition, das, was das Gefühl einem sagt, habe. Und das Gürteltier oder die Botschaft des Gürteltiers ist auch, dass so eine Zeit ist, wo man gut geführt ist, wo man von innen den Weg aufgezeigt kriegt, wo man geschützt ist, auch vor Angriffen aller Art. Und wo man nicht um Anerkennung oder Erfolg oder Macht kämpfen muss. Das ist vorbei. Und jetzt passt auf, die Karte hat wortwörtlich hier stehen. Schaue nicht zurück, in dir liegt alle Weisheit und vor dir liegt das Glück. Guckt euch das an. Das sind wir, das ist die Glückskarte. So, natürlich hat es wie alles auch immer ein bisschen eine Lernaufgabe mit dabei. Das Gürteltier an sich bringt schon den Schutz mit und da ist fruchtbares, gezieltes Handeln. Da braucht man nicht mehr rumkämpfen oder sich auseinandersetzen. Man hat auch die Erwartung nicht mehr, dass man für irgendwas beweihräuchert wird, weil es alles nur Kraft kostet. Sondern man geht im Prinzip seinen eigenen Weg. Ne? Man hat hier dieses unabhängige Ding. Hier breitet sich Frieden aus, man kommt in Einklang mit sich und dem Leben und das könnte hier die ganz neue Erfahrung sein. Selbstakzeptanz, Selbstliebe und Ablegen dieser Muster, die man hier auch hat, die, ja, bei manchen ist es wirklich so, dass man es im Außen auch sieht. Ich kann da auch mitsprechen, wenn mein Leben schwer wurde, wurde ich auch schwerer. Hier ist es wichtig, mit Ruhe zu agieren. Hier sind sehr viele Spiegelungen. Hier erwächst auch aus dem Thema Ruhe eine ganz andere Kraft, eine andere Wahrnehmung. Auch hier ist wieder die Verbundenheit zur Quelle zu sehen. Und aus der Stille kommt irgendwie das, was man Wahrheit nennt. Es ist auch nicht nötig, dass man auf jedes und alles reagiert. Das muss auch nicht schnell gehen, denn hier geht es darum, eben diesem, was eigentlich Stress in unser Leben bringt, und das haben wir ja, wir haben die Stresskarte im Haus des Baumes, so, dass wir es hinter uns lassen, dass wir dem den Rücken zudrehen, dass wir bei uns bleiben, dass wir uns um unser Seelenleben kümmern. Und dass wir einfach angemessen reagieren und uns Zeit nehmen, bevor wir nach vorne brechen. Und das gute Gefühl, das sich hier einschleicht, dass wir das auch wahren können. Ne? Ihr Lieben, wir lassen das so stehen. Ihr könnt noch dranbleiben für eine kleine Botschaft. Ich drücke euch und bis bald. So, hier bin ich wieder. Ich hatte die schon unheimlich lange nicht mehr. Hier ist der rote und der silberne Buddha zum Auswählen. Und wir schauen, was die Woche uns noch an Inspiration mitbringt.
noch einen Engel und dann dürft ihr auswählen. So, lege ich es mal schöner hin. Ich bin heute schnell, ich würde mich für rechts entscheiden. Und wir gucken, was wir kriegen. So, wir haben den erfolgreichen Abschluss. Man hat hier etwas gemacht, bearbeitet. Das passt ja auch unheimlich gut, ne? Wir haben eine Aufgabe bestanden, man hat etwas vollendet, man hat irgendwo einen guten Job gemacht und dann wirft das Schicksal uns ein Geschenk vor die Füße. Man beginnt eine ganz neue Reise, man hat ganz viele spirituelle Erkenntnisse. Und hier ist es ganz wichtig, wenn wir etwas erfolgreich zum Abschluss gebracht haben, dass wir das auch feiern oder dass wir das Glücksgefühl haben und dass wir es nicht einfach so an uns vorbeiziehen lassen. Hier kommt dann auch schon direkt die hilfreiche Hand. Hier sind vielleicht auch Menschen, die uns unterstützen. Egal, was hier auch an Herausforderungen ist, ist es so, dass es nur ein Momentum ist, damit sich die Umstände in die richtige Richtung verselbstständigen. Also hier etwas feiern, was man beendet hat und auf dem neuen Weg irgendwie auch dann zu sagen, okay, ich habe neue Umstände, ich brauche vielleicht eine Unterstützung. Ich brauche auch nicht alles ganz schnell machen, denn hier ist ja viel Entschleunigung gewesen und möglicherweise ist es Zeit, sich zurückzuziehen. Auch das hatten wir, eine Pause zu machen, denn hier ist der Engel des Wachstums mit dabei. Erkenne in allem, was dir begegnet oder widerfährt, eine Chance zu wachsen, daraus zu lernen oder Gelassenheit zu üben. Je bunter und vielfältiger das Leben ist, umso mehr wirst du es schätzen. Dein Engel hilft dir dabei, die kleinen und großen Wunder zu erkennen. So ist alles um dich herum eine Aufforderung zum inneren Wachstum und wird dich bereichern. Manchmal ist es auch so, wenn man hier unheimlich viel geleistet hat, dass man sich immer zwingt, jetzt gleich das Nächste wieder zu machen. Und so geht es dann so peu à peu das Leben vorbei, ohne dass wir irgendwie unsere Triumphe eingefahren haben. Wunderbar, wir lassen das so stehen. Gucken wir auf die andere Seite. Was habt ihr Schönes? Die 3 des Denkens, den Engel der Liebe, ein Knoten löst sich. Hier ist so eine ähnliche Situation, ne? Hier ist etwas, was man vollbracht hat und genau dieses bringt eine gute Erfahrung mit sich. Diese Karte hat hier im Prinzip beides, was auf der anderen Seite war, auch mit dabei, nämlich man hat ja etwas erreicht, man kriegt seine Anerkennung dafür, aber man braucht auch wieder Unterstützung oder Hilfe, um den Weg dann weiterzugehen. Und wenn hier Unterstützung kommt, darf man sie auch annehmen. Möglicherweise hat man hier eine Zeit überwunden, bei der man nicht so toll drauf war, wo vielleicht auch ein bisschen Traurigkeit war, wo man Trost gebraucht hat. Und hier ist so dieses Ding, dass wir ja auch erkennen, warum ist es passiert, was habe ich daraus gelernt und wo lasse ich das jetzt mal los, damit ich in Freude weiterleben kann. Hier löst sich ein Knoten und ihr habt den Engel der Liebe. Liebe kann man nicht planen, man muss sie zulassen und sich darauf einlassen, damit sie dauerhaft bei einem bleibt. Schaffe jeden Tag Raum für liebevolle Gefühle und Gedanken, für grenzenloses Vertrauen und sei offen für das Unerwartete. Liebe ist das stärkste Gefühl, das sogar Verletzungen und Trennungen überwindet. Wenn du bereit für die Liebe bist, wird dein Engel dir dabei helfen, dieses Gefühl in deinem Herzen zu verankern. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch. Bis bald.